Das Handgepäck wird abgeschafft. Es gelten jetzt völlig neue Regeln. Die Fluggesellschaften haben sich abgesprochen, wieder mal nur um uns auszutricksen. So oder ähnlich. Titeln seit Wochen einige Videos auf YouTube und ziehen die Klicks magnetisch an. Da wollen wir jetzt auch mitmachen. Und wir klären, was ist da dran? Wer ist tatsächlich betroffen und was kannst du tun, um zu verhindern, dass du dein Handgepäck beim nächsten Flug nicht teuer bezahlen musst? Genau jetzt im JUMiles Podcast. Hey, hallo und herzlich willkommen. Wir sind recording. Vielerorts wird derzeit vor neuen Bestimmungen gewarnt, die Handgepäckgröße und das Handgepäckgewicht, neue Regeln für Smartgepäck und sogar Flüssigkeitsbeschränkungen betreffen. Die Fluggesellschaften hätten sich sogar, so heißt es, auf eine neue universelle Größe fürs Handgepäck geeinigt. Das gab es noch nie. Die Maße kursieren auch schon 56 x 40 x 23 cm. Kai, hallo? Hast du dir denn auch schon einen neuen Carry-on-Trolley gekauft? Vielleicht mit Meilen im World Shop? Nein, das habe ich nicht und das muss ich auch nicht, weil die Regel für mich nicht gilt. Jeder, der sich in unserem Shop diese JUMiles Podcast Mütze kauft, der kann sein altes Handgepäck weiter nutzen. Das ist nämlich die sogenannte Bullshit-Kappe. Die schützt euch vor dem ganzen Quatsch, der im Internet so verbreitet wird. Einfach aufsetzen und der ganze Mist, den ihr sonst hört, geht an euch vorbei, wenn ihr bei uns euch informiert. Und der Link zum Shop, zu unserem Online-Shop, den JUMiles Podcast Online-Shop, Official, der ist natürlich in der Description. Also Kai, verstehe ich dich richtig? Es gibt also überhaupt keine neue Handgepäckregel, oder wie? Ich glaube, es werden da ein paar Dinge durcheinander gebracht oder vermengt, sagen wir mal. Also seit September gelten in der EU wieder vollumfänglich die Vorschriften für Flüssigkeiten im Handgepäck. Da war was zurückgenommen worden. Es hatten viele Leute gar nicht mitbekommen, dass diese Regeln gelockert worden waren. Wir kennen ja diese Geschichte mit den 100 Milliliter Fläschchen und den durchsichtigen Beuteln, die man da immer haben muss. Maximal 1 Liter. Genau, maximal 1 Liter. Das war mal gelockert worden oder man war dabei, das zu lockern. Und dann hat man wieder so ein bisschen Eiertanz gemacht und ist wieder zurückgewichen. Und das ist im September passiert. Jetzt müssen wir unsere Cremes und Zahnpasta also weiterhin wieder in 100 Milliliter Beuteln transportieren. Und zur gleichen Zeit gab es eine Arbeitsgruppe der EU-Kommission, die untersucht hat, ob es vielleicht möglich ist, Handgepäckgrößen vorzuschreiben. Das richtete sich vor allem gegen den ausufernden Trend, dass man kein kostenloses Handgepäck mehr mitnehmen darf bei einigen Airlines, vor allen Dingen Billigfliegern, sondern nur noch ein sogenanntes Personal Item. Dazu gibt es aber noch lange keinen Beschluss. Irgendjemand hat aber schlecht recherchiert damals und hat dann in Umlauf gebracht, dass es nun weltweit gültige universelle Handgepäckgrößen gäbe. Und das ist aber Quatsch. Und viele andere Leute haben es abgeschrieben, weil es natürlich nach einer großen Nummer klingt. Und so passiert sowas. Das war im September. Also okay, dieser Blödsinn ist zur Jahreswende nochmal aufgewärmt worden. Und gibt es irgendeinen Funken Wahrheit in den aktuellen Meldungen? Ja, es gibt das Bureau of Civil Aviation Security. Das ist eine Behörde in Indien. Und die hat mit der Central Industrial Security Force, ebenfalls eine indische Behörde, die für innerindische Flüge, also Domestic Flights in Indien, neue Handgepäckgrößen festgelegt haben. Diese beiden Behörden haben also für Indien und nur für Indien und auch nur für Domestic Flights haben sie neue Handgepäckgrößen festgelegt. Das gilt ab 2. Mai 2025, also auch noch nicht jetzt, sondern erst später. Das wird dann ein Maß für die Leute, die gerne innerindisch fliegen, ist das vielleicht relevant. Maximal 55 mal 40 mal 20 Zentimeter, was tatsächlich spürbar kleiner ist als das, was andere Airlines erlauben und das, womit wir üblicherweise so durch die Welt segeln. Aber noch nicht ganz so klein, wie ich es zum Beispiel von Ryanair kenne, oder? Genau, Ryanair erlaubt ja gar kein Handgepäck, sondern die erlauben ein Personal Item. Und Personal Item ist halt nochmal kleiner. Und das war ja der Ansatz dieser EU-Arbeitsgruppe, diesen Mist zu verbieten. Also auch Condor als etwas arriviertere Airline, die machen das auch, dass sie eben in einem regulären Basistarif, Basic Economy heißt es ja, dass da kein Handgepäck erlaubt ist, sondern eben nur dieses Personal Item. Das ist im Großen und Ganzen so eine Laptop-Tasche, sag ich mal. So, also den Punkt haben wir jetzt schon mal. Die ganze Handgepäckblase, der ganze Handgepäck-Voodoo, der da gerade kursiert in den gut klickenden Videos, das betrifft nur Flüge innerhalb Indiens oder Flüge, die innerhalb von Indien connecten, oder? Theoretisch erstmal nur Domestic Flights, für die ist also diese Anordnung geschrieben worden. In der Praxis ist es jetzt so, dass mit Indigo und Air India, die beiden größten indischen Airlines, diese Maße auch übernommen haben, sodass also faktisch wahrscheinlich jeder, der über Indien fliegt, also jedenfalls mit einer dieser beiden Airlines über Indien fliegt, mit diesen Maßen konfrontiert ist. Wenn man jetzt aber mit Lufthansa nach Indien fliegt, gilt das erstmal nicht. Dann sollte das erstmal nicht
gelten. Die Frage ist am Ende dann praktisch, wie das bei der indischen Airport Security denn tatsächlich gelebt wird oder ernst genommen wird. Vielleicht wird das ja auch als Gelegenheit genutzt werden, von internationalen Passagieren ein Trinkgeld einzufordern. Wir kennen das aus Kairo oder auch an anderen Stellen, wo für die Dienstleistung, die da bei der Security erbracht wird, dann die Hand aufgehalten wird. Ja, aber wir sind ja im True Miles Podcast für die Wahrheit und Klarheit zuständig und wir können jetzt ganz klar festhalten, für den Rest der Welt außerhalb Indiens gibt es überhaupt keine neuen Handgepäckregeln. Da bleibt erstmal alles beim Alten. Sag, wenn ich falsch liege, Kai. Nö. Im Rest der Welt legt jede Airline ihre Regeln selbst fest. Das ist ist ein Teil des Problems. Es wäre ja vielleicht sogar ganz schön, vielleicht wäre es ja ganz schön, wenn man ein festes Maß hätte und das würde für alle Airlines gelten. Dann müsste man nicht jedes Mal, bevor man fliegt, gucken, wie groß darf mein Handgepäckkoffer dann sein. Ne? Aber dass also jetzt jeder seinen Handgepäcktrolley wegschmeißen und sich ein neues Handgepäckstück kaufen muss, das ist halt Quatsch. Viele US-Bürger achten immer sehr genau darauf, was die großen drei da machen, also United, American Airlines, Delta. In den USA gibt es bisher zwar Regeln zu den Abmessungen des Handgepäcks und die werden auch tatsächlich durchaus strikt überwacht. Dafür gibt es aber kein Gewichtslimit in den USA. Das heißt, du kannst in deinen Koffer, solange der die Maße einhält, kannst du auch 20 Kilo reinpacken. Habe ich auch schon gemacht mit einem American Airlines Flug unterwegs gewesen. War pickepacke voll der Koffer. Und American Airlines, das lese ich so in verschiedenen Blogs, in amerikanischen Blogs, die scheinen darüber nachzudenken, da auch was an den Maßen zu ändern, auch an den Gewichtsbestimmungen zu ändern. Aber im Moment, ich habe das gerade eben nochmal auf der Seite von American Airlines nachgeschaut, gelten weiterhin die alten Regeln da. Für American Airlines 56 x 36 x 23 cm, was ziemlich groß ist. Und wenn es ein Softbag ist, also eine Tasche oder ein Rucksack, dann dürfen die Gesamtmaße 130 cm, also Länge mal Höhe mal Tiefe, 130 cm nicht überschreiten. Aber an dem Gewichtslimit hat sich jedenfalls nichts geändert. Deshalb diese aufgeblasene Neuigkeit, dass da jetzt alle sich ein neues neuen Handgepäcktrolley kaufen müssen. Vielleicht werden die gesponsert von irgendwem. Aber da ist also so nichts dran, wenn man jetzt kein Inder ist. Es gibt ja viele lustige Videos zu dem Thema Handgepäck und überhaupt Gepäck bei Airlines und so weiter. Ich habe kürzlich eins gesehen, auch weiß ich wie viel millionenfach geklickt. Da macht einer den Selbstversuch und hat sich so eine Weste besorgt mit 50 Taschen und dann hat er sein ganzes Gepäck in diese 50 Taschen reingestopft und ist dann entsprechend voluminös als Person aufgetreten, ohne Handgepäck. Kann man auch machen, da kann man auch ziemlich weit gehen. Dieses Video zum Thema Handgepäck über 1,2 Millionenfach geklickt bis jetzt. Da wird unter anderem auch gesagt, dass die Handgepäckmaße und das Gewicht jetzt an Kontrollpunkten penibel überwacht werden würde. Kai, du hast kein Licht. Besser so? Irgendwie warst du gerade im Finsteren. Ich habe die Mütze aufgehabt, vielleicht lag es daran. Die Bullshit-Kappe hat mich davor geschützt. Wenn hast du dich da irgendwie unter das Licht vorgebeugt oder so? In dem Video 1,2 Millionenfach geklickt bis jetzt. Was hat es damit auf sich? Unsinn. Ja. Airlines kommen periodisch immer mal wieder auf die Idee, wer Lufthansa-Art ist und gerne mit den Airlines der Lufthansa fliegt. Austrian war letztes Jahr, glaube ich, auch mal wieder periodisch gibt es immer mal so ein paar Wochen, wo dann das Gepäck oder das Handgepäck besonders penibel überwacht wird, weil ja die Gepäckfächer immer so voll sind im Flieger. Aber es gibt jetzt keine weltweite Offensive gegen das Handgepäck. Also so kommt das in dem Video rüber und so wird es eben vermittelt. Ihr müsst jetzt unbedingt alle, wie gesagt, neue Koffer kaufen, weil euch ansonsten das Gepäck weggenommen wird und dann wird das eingecheckt und dann müsst ihr 100 € bezahlen. Das ist alles Quatsch, das ist alles Angstmache. Guckt natürlich immer bei der Airline, mit der ihr fliegt, die haben alle ihre eigenen Regeln, wie gesagt. Guckt danach, was die für Regeln haben für das Handgepäck. Haltet euch idealerweise dran, dann selbst wenn sie dann mal da stehen mit der Waage am Gate, das kommt tatsächlich ab und an mal vor, habe ich auch schon erlebt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das gerade eine groß angelegte Offensive ist, um die Leute dazu zu bewegen, weniger Handgepäck mitzuschleppen. Und dann wird in dem Video auch noch als Vorteil genannt, das ist ja klar, wenn es so eine universelle Handgepäckgröße oder Handgepäckgewicht, wenn es solche Regelungen gäbe, dann müsste man tatsächlich nur noch einen Koffer kaufen, der die Regeln einhält und da kann man dann bei jeder Airline ausnahmslos wunderbar einchecken. Aber das ist ja dann auch kalter Kaffee. Das wäre ja diese Regelung, wie sie bei der EU-Kommission angedacht wird. Und das wäre, finde ich, auch ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn alle Airlines sich halten würden an die gleichen Maße, dann müsste man nicht jedes Mal gucken, und wie groß darf mein Koffer sein. Übrigens, das wäre wie USB-Stecker am Handy. Genau. Wer Business Class fliegt, der hat sowieso immer den USB-Stecker am Handy, denn als Business Class Passagier wird man mit solchen Fragen ohnehin nicht belästigt. Ich bin noch nie gefragt worden, wenn ich ein Business Class Ticket hatte, wie groß mein Gepäck ist. Musste das noch nie wiegen. Ich werde immer durchgewunken. Aber gesetzlich festzulegen, dass jeder Anspruch auf ein Stück Handgepäck einer bestimmten Größe haben muss, damit
damit eben dieser Wettbewerb nach unten aufhört, immer mehr Leistung aus dem Ticketpreis herauszunehmen, um besonders günstig zu erscheinen. Das Prinzip Billigflieger, du zahlst nur 50 € für den Flug, aber du musst dann fürs Handgepäck zahlen, fürs Aufgabegepäck musst du zahlen, für den Check-in musst du zahlen, für die Toilettenbenutzung an Bord musst du zahlen, um dem einen Riegel vorzuschieben und zumindest sagen, also jeder muss mit so ein bisschen Gepäck reisen. Aufgabegepäck, wenn ihr dafür Geld nimmt, okay, das können wir nachvollziehen, aber das Handgepäck, jeder muss die Möglichkeit haben, ein bestimmtes Gepäckstück, ist ja nicht kostenfrei, das ist dann ja einfach im Preis inkludiert. Es gibt eben einige Airlines, die machen das, die sind seriös und haben das Handgepäck im Preis inkludiert und einige versuchen es rauszunehmen, um dann billiger zu wirken, als sie am Ende wirklich sind. Also wenn Airlines sich an bestimmte Mindeststandards halten müssten, dann wäre das ganz schön, aber das ist im Moment halt auch nur ein Wunschtraum. Gut, immerhin für die EU kann man sich vorstellen, siehe USB-Stecker, da hat sogar dann Apple einknicken müssen zum Schluss. Aber weltweit, gibt es denn weltweit, ist es vorstellbar, eine Behörde, die das weltweit bestimmen könnte, theoretisch? Außer Donald Trump und Elon Musk natürlich. Ich glaube, bei Apple war es wahrscheinlich auch der Markt, der das am Ende einfach so zwei Systeme komplett nebeneinander herlaufen zu lassen, ist halt ja auch für sämtliche Wettbewerber nicht gut. Also um die Frage zu beantworten, die IATA, das wäre eine zuständige, ist ja nicht mal eine Behörde, die hat 2015 Empfehlungen zur Handgepäckgröße ausgesprochen. Das ist das letzte Mal gewesen, vor 10 Jahren also, die aber auch von vielen Airlines ignoriert werden. Also jede Airline macht eben seine eigene Regelung für Handgepäckgröße. Es gibt eine riesenlange Liste für die wichtigsten Airlines, wie groß da das Handgepäck sein darf und das ist alles immer nur so ein paar Zentimeter, aber so ein paar Zentimeter entscheiden eben darüber, ob dein Koffer denn noch reinpasst in diesen Metallkäfig, den sie da immer dann stehen haben, oder eben nicht. Und wenn dir die 2 Zentimeter fehlen... Die entscheiden zwischen ich ärgere mich zu Tode und Düdeldüdü. Genau. Und bitteschön, herzlich willkommen an Bord. Hätten Sie gerne ein Getränk. Also es gibt keine weltweite Behörde, aber sicherlich könnten große Wirtschaftsräume, wie zum Beispiel die Europäische Union oder eben auch die USA, könnten mit solchen Regeln vorangehen. Ja, ein Beispiel ist über die USA oder über die EU fliegen ja doch sehr, sehr viele oder müssen fliegen zum Umsteigen, wenn sie von A nach B wollen. Und wenn es da Regeln gäbe, dann wäre das schon fast sowas wie, aber es ist halt politisch auch schwer durchzusetzen. Auch mit Musk und Trump wird das sicherlich nicht besser. Damit ist aber auch klar, wenn ihr hört, dass es weltweit einheitlich gültige Regeln geben soll, dann kann das eben einfach nicht stimmen. Aber wir wären nicht der True Miles Podcast, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden. Beziehungsweise in diesem, wir verlinken das unten selbstverständlich, seriös wie wir sind, diesem schon häufiger genannten, super klickenden Video. Es soll auch festhalten, neue Bestimmungen für Powerbanks geben. Jeder soll genau prüfen ab jetzt, ob die eigene Powerbank überhaupt noch erlaubt sei. Und wahrscheinlich muss man sich da eine neue Powerbank kaufen. Kai, was hat's damit auf sich? Ja, werden wahrscheinlich auch noch von Powerbank-Herstellern gesponsert. Auch da ist das Prinzip wieder Skandalisierung von etwas, was eigentlich schon immer so gewesen ist, wie es ist. Also sie nennen sogar tatsächlich die gleichen Werte. Also es ist eine Menge Panikmache dabei. Ich habe nichts zu neuen Bestimmungen hinsichtlich der Powerbanks gefunden. Also es kann natürlich sein, dass ich da nicht genug recherchiert habe, aber also in dem Video werden die alten Regeln genannt, die nun also neu gelten sollen angeblich. Faustregel ist nach wie vor, eure Powerbank sollte nicht mehr als 100 Wattstunden und 27.000 Milliampere-Stunden liefern. Darüber wird es also kritisch und alles über 160 Wattstunden ist generell verboten. Powerbanks dürfen auch nur im Handgepäck mitgeführt werden, sodass euch dann also der Totalverlust drohen würde, wenn ihr da an der Security steht und ihr habt eine leistungsstärkere Powerbank dabei, dann würde die euch weggenommen werden. Denkt Aber die übrigens Regel daran, gab es dass schon lange, da ist nichts die Neues gibt schon dran. lange, ja klar. Okay. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Powerbank unterwegs war, ist die immer unter das Auge genommen worden. Die hat 20.000 Ampere-Stunden. Sind schon bestimmte spezielle Geräte, die über diese 100 Wattstunden kommen. Das hat man in der Regel nicht. Denkt übrigens auch daran, dass auch Lithium-Ionen-Batterien im Smart Luggage, im Aufgabegepäck nicht transportiert werden. Smart Luggage, das sind diese Koffer, die eine Kofferwaage inkludiert haben und noch ein AirTag oder weiß der Teufel was. Und eine kleine Kaffeemaschine ist irgendwie auch noch mit drin. Und da ist halt ein Akku verbaut. Das darf halt generell nicht im Aufgabegepäck enthalten sein. Lithium-Ionen-Batterien dürfen grundsätzlich nicht ins Aufgabegepäck, sondern müssen immer im Handgepäck. Das war also schon immer ein bisschen ein Konstruktionsfehler, dieses Smart Luggage. Denn das soll euch eigentlich eben helfen, dass das Gepäck nicht zu schwer ist und so. Wenn ihr den aber gar nicht verwenden dürft, weil da eben selbst eine Batterie drin ist, dann ist Schluss mit Smart. Mittlerweile soll es aber eben auch solche Smart Luggage-Geräte geben, wo man dann den Akku rausnehmen kann. Und generell ist aber auch da wichtig zu wissen, es sind keine weltweit gültigen
gültigen Regeln, sondern von Airline zu Airline unterschiedlich. Da müsst ihr also auch immer, wenn ihr mit solchen Powerbanks reist, die ein bisschen leistungsstärker sind, guckt immer, was eure Airline da erlaubt. Und dann kommt es am Ende auch immer ein bisschen auf den Sicherheitsfuzzi an bei der Sicherheitskontrolle. Die gucken auch immer gerne mal drauf, wenn der sagt, nö, das kriegst du hier nicht durch, das ist an diesem Flughafen nicht erlaubt. Also am besten ist ohne Powerbank reisen, merke ich gerade. Also. Ich meine, das betrifft ja auch solche smarten Geräte wie Dampfen zum Beispiel. Ja, da ist auch ein schöner Akku drin, auch ein Lithium-Ionen-Akku. Und da muss man auch aufpassen. Wir Dampfer kennen das Spiel, dass man diese Akkus nur im Handgepäck transportieren darf. Aber dann kommen ja auch die Flieger demnächst nach Thailand. Dann gibt es ja auch noch absurde Einreisebestimmungen. Ja. Und da kann man dann auch noch reinfallen. Also bei Powerbanks ist mir nichts bekannt, aber Dampfen nach Thailand ist, glaube ich, nicht gut einzuführen, soweit ich das... Nicht verboten. Ja, und auf den illegalen Märkten gibt es dann Möglichkeiten, sich wieder eine Dampfe zu besorgen. Ja, klar. Ein Vape. Ich glaube nicht mal, du musst nicht mal auf einen illegalen Markt. Du kannst wahrscheinlich in einen normalen Supermarkt gehen. Thailand hat einfach spezielle Sichtweisen, aber es wird bestimmt toll. Kai, letzter Punkt für diese Show. Müssen wir unbedingt darauf eingehen. Wir haben schon angesprochen, Flüssigkeiten im Handgepäck, zum Beispiel Liquids zum Dampfen. Da gab es erst Lockerungen, weil neue Scanner Cola von Flüssigsprengstoff unterscheiden können. Wahnsinn, der technische Fortschritt. Dann gab es die Rolle rückwärts. Was ist jetzt der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass man sich nicht auf Regeln verlassen soll, sondern einfach weiterhin seinen durchsichtigen Beutel mit 100 Milliliter Fläschchen befüllen soll. Es gibt zwar an immer mehr Flughäfen diese neuen Scanner, aber wenn du eine Umsteigeverbindung mit Rückflug hast, dann musst du dich schon für 3 Flughäfen im Voraus nach den jeweiligen Regeln erkundigen. Haben die solche Scanner? Ich bin jetzt vor ein paar Tagen ab Hamburg geflogen und hatte die Fastlane genutzt und hatte noch eine kleine Flasche O-Saft aus dem Hotel im Handgepäck. Und gehe also durch den Fast Track und einer der Beschäftigten, ein lustiger Kerl offensichtlich, sagen, ja, der Scanner, wo Sie mit Getränken durchgehen können, ist eine Tür weiter. Das hätten Sie als Senator aber eigentlich wissen müssen. Also wer sich nicht so blöd anquatschen lassen will, der sollte auch weiterhin einfach alle Flüssigkeiten nach den alten Regeln verwenden mit dem durchsichtigen Beutel. Was hilft es euch, wenn ihr wisst, dass es an Airport XY zwar einen solchen Scanner gibt, wo ihr mit den Flüssigkeiten durchgehen könntet, aber der ist dann gerade nicht in Betrieb, wenn ihr da erscheint. Oder der ist eben 2 Türen weiter und ihr steht jetzt hier schon seit einer halben Stunde in der Schlange. Also einfach so weitermachen wie die letzten 20 Jahre. Also kommen wir zum Fazit für heute. Entspannt, wie immer. Ja, erstens, uns zu abonnieren und auch bei uns Kanalmitglied zu werden. Das lohnt sich, weil ihr von solchem Bullshit hier verschont bleibt. Unsere Platin-Mitgliedschaft kostet 4,99 € im Monat. Ihr bekommt Zugang zu exklusiven Videos. Und wer noch mehr haben will, der kann uns auch auf Patreon folgen. Das kostet 9,99 € im Monat. Darüber würden wir uns sehr freuen. Zweitens, es gibt keine neuen Regeln zum Handgepäck, sondern ihr müsst weiterhin bei eurer Airline nachschauen, welche konkreten Regeln die eben hat für Handgepäck und euch dann eben daran halten. Und drittens, verlasst euch bei Flüssigkeiten nicht auf eventuell vorhandene Scanner oder Nicht-Scanner, sondern geht einfach nach den alten Regeln vor. Hier geht es jetzt im Anschluss weiter mit unserem Video zu der Frage, ob ihr eigentlich günstigere Flugpreise bekommt, wenn ihr mit einem VPN online seid. Auch so ein Zaubermittel, große Hypes im Internet, wo erzählt wird, was ihr alles könnt, wenn ihr einfach nur euer VPN anschaltet. Dazu haben wir ein eigenes Video gemacht, das schaut euch unbedingt auch mal an. Genau, weil da könnt ihr uns dabei zugucken, wie wir diese Urban Legend einfach wegräumen, wegpusten. Kai, das war's aber für heute, oder? Das war's, ja. Dann sagen wir jetzt ganz im Ernst, alle Grüße, alles Gute. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss, Kai. Tschüss.